Wo heute die Ruinen der Burg Hardenstein nahe Wittenherbede zu finden sind, wohnte einst ein unsichtbarer Zwerg bei einem guten Freund. Die Burg wachte über das Land, die Ruhr verengt sich hier und schmiegt sich an bewaldete Hänge. Hardenstein liegt inmitten des Muttentals, das lange nur Durchgang für Wandernde war. Zu späterer Zeit wurde hier Steinkohle entdeckt. Ein Fund, der nicht nur die nahegelegene Landschaft veränderte. Er prägte das Ruhrgebiet, unzählige Biografien und die gesamte Nation. Heute ragen die Ruinen der Burg Hardenstein wie freigelegte Knochen aus dem Boden. Kaum jemand erinnert sich daran, was sie einmal waren, denn Hardenstein war einst ein lebendiges Haus. Ein Ort, zu dem jemand heimkehrte. Hier wurde gearbeitet, gegessen und gelacht. Und es gab Geheimnisse. Ein unsichtbarer Bewohner, so heißt es, saß mit am Tisch. Bis ein Mensch kam, der ein Geheimnis lüften wollte, das niemals dazu bestimmt war, ein Gesicht zu bekommen. Willkommen bei Stein und Schatten. Ich bin Alex und ich erzähle dir fast vergessene Geschichten, die zwischen alten Gemäuern und der Stille unserer Vorfahren weiterleben. Abonniere meinen Kanal, um keine meiner Reisen zu verpassen. Wer die Burg Hardenstein bewohnte, lebte in keiner prachtvollen Idylle. Jeder Tag war ein neuer Vertrag mit der umliegenden Welt. Wenn die Ernte gut war, blieb das Haus ruhig. Kam der Winter, wurde es eng. Hardenstein lag fernab der Dörfer. Vor rund 600 Jahren lebte hier der Ritter Neveling. Er war kein Herrscher und führte keinen Namen, der in großen Chroniken verzeichnet wurde. Doch Neveling war der Burgherr auf Hardenstein. Seine Macht reichte nicht weit, vielleicht bis zum nächsten Hügel oder bis zu einem Bachlauf, an dem fremdes Land begann. Ordnung bedeutete ihm viel. Ordnung in den Vorratskammern, Ordnung in den Büchern, Ordnung im Wissen darum, wer Freund war und wer Feind. Zu dieser Ordnung gehörte auch Goldemar. Der Zwergenkönig war Nevelings unsichtbarer Gast und besaß eine eigene Kammer oben im Turm. Bei Tisch saß er stets zur Rechten Nevelings, an jener Stelle, die man Vertrauten überließ, deren Wort Gewicht hatte. Tagsüber berieten sie über die Angelegenheiten des Hauses, am Abend schmausten sie, tranken oder spielten sogar miteinander. Zwar bekam niemand Goldemar jemals zu Gesicht, doch man hörte ihn essen. Man hörte das Schlürfen, das vergnügte Schmatzen, das Klirren eines Bechers, der von keiner sichtbaren Hand geführt wurde. Neveling war es gleichgültig, dass er seinen Gast niemals sah. Er verlangte keinen Beweis, er benötigte kein Gesicht, um ihn einen Freund zu nennen. Auch die Diener und Gäste des Hauses wussten von Goldemar. Niemand sah ihn, doch an seiner Anwesenheit zweifelte niemand. Manchmal ertönte sogar leises Harfespiel, wenn die Abende lang wurden und der Wind um die Mauern strich. Goldemar sorgte dafür, dass es Hardenstein gut ging. Die Vorratskammern leerten sich nicht. Was aus ihnen genommen wurde, schien sich wieder zu füllen, als habe jemand ein Auge darauf, dass nichts zur Neige ging. Auch die Tage verliefen ruhiger, als man es von einem Ort wie Hardenstein erwarten würde. Es kam selten zu Überraschungen. Noch bevor ein Reiter im Tal erschien oder Stimmen vom Weg heraufdrangen, lag bei drohender Gefahr eine Unruhe in der Luft. Neveling hörte dann genauer hin. Er ließ nachsehen und vorbereiten. Und oft zeigte sich, dass diese Vorsicht berechtigt gewesen war. Für die Menschen auf der Burg stand außer Zweifel, wem sie diese Warnungen verdankten. Der Zwergenkönig gehörte zum Haus wie das Knacken des Kaminfeuers und das Rauschen der Ruhr. Er war Teil dessen geworden, was Hardenstein zusammenhielt. Die Harmonie auf Hardenstein veränderte sich im Stillen. In der Küche begann sich etwas anzubahnen. Dort, wo das Feuer selten ganz erlosch, begann der Tag früh und endete spät.
lange nachdem oben im Saal das letzte Wort gesprochen und der letzte Weinkrug geleert worden war. Hier arbeitete ein Küchenjunge, einer jener namenlosen Fleißigen, die blieben, wenn alle anderen bereits gegangen waren. Auch er hatte Goldemar gehört, nicht nur gelegentlich, sondern viele Male. Er kannte die Schritte, die keinem sichtbaren Körper zuzuordnen waren, und wusste, dass Goldemar nachts in die Küche kam, um sich an dem zu bedienen, was vom Tage übrig geblieben war. Der Junge war neugierig. Er wollte Goldemar ein einziges Mal sehen. Mit der Zeit wurde dieser Wunsch stärker, bis er nicht mehr wich. An einem Abend streute der Junge Erbsen auf die Stufe vor der Küchentür und zog darüber eine feine Schicht Asche. Dann zog er sich zurück und wartete. Die Zeit verging langsam, die Geräusche der Burg wurden weniger. Schließlich hörte er Schritte. Goldemar kam. Es folgte ein Stolpern, ein dumpfer Laut, und der Zwerg prallte gegen ein Regal. In diesem Augenblick trat der Junge aus seinem Versteck hervor. Er sah Goldemar, nur für einen kurzen Moment, bevor dieser sich die Asche abschüttelte und sich wieder aufrichtete. Mit diesem Augenblick verschob sich etwas, das auf Hardenstein lange im Gleichgewicht gewesen war. Goldemar packte den Jungen und es war kein Kampf. Der Küchenjunge hatte keine Chance, als ihn der Zwerg mühelos zerriss. Danach kochte und briet Goldemar den Körper in den großen, gusseisernen Kesseln der Küche. Er ließ sich die Speisen von den Dienern des Hauses in sein Turmzimmer bringen und aß dort, begleitet von Musik und Gesang. Die Burg blieb still wie selten zuvor. Niemand wagte es, in seine Kammer zu kommen. Goldemar war nicht mehr derselbe. Sein Harfenspiel verwandelte sich in finstere Klänge. Als der Morgen graute, lag Hardenstein da, als habe sich die Nacht in die Fugen festgesetzt. Neveling stieg zu Goldemars Kammer hinauf. Über der Tür sah er einen Schriftzug. Die Worte ließen keinen Raum für Missverständnisse. Hardenstein sollte künftig so unglücklich sein, wie es zuvor glücklich gewesen war. Alles Gute sollte zerrinnen. Goldemar war bald darauf verschwunden. Er war nicht mehr Teil des Hauses, nicht mehr Teil des Tisches, nicht mehr Teil dessen, was Hardenstein getragen hatte. Was heute von der Burg geblieben ist, sind Mauern, die offen liegen, Räume ohne Schutz. Wo einst Feuer brannten, wächst Moos zwischen den Steinen. Als sich Wege verlagerten und der Ort seine Bedeutung verlor, begann der langsame Verfall. Steine wurden abgetragen, Mauern brachen ein, und das, was einst ein ordentliches, gastfreundliches Haus gewesen war, löste sich Stück für Stück auf. Geblieben ist die Ruine, die wir heute noch sehen können. Sie liegt an der Ruhr, still und zugänglich, umgeben von Wald und Wegen. Man kommt hierher, bleibt stehen und geht weiter. Wenn man hier steht und einen Ast brechen hört, ist es vielleicht Goldemar, der einen Blick auf seine einstige Heimat wirft.